Hi und willkommen auf Lecker im Landhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute ein Gebäck mit Füllung. Ich habe die Pfirsiche gebacken. Die sehen nicht nur toll aus, die sind auch super schnell gezaubert. Falls ihr die nachbacken möchtet, los geht's. Für den Teig benötigen wir 240 Gramm Mehl, Tee 405, einen halben Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 30 Gramm Butter, ein Esslöffel Creme fraiche und ein Ei Größe M. Als erstes Ei mit Zucker verrühren, man muss die Masse auch nicht schaumig schlagen, einfach nur so lange rühren, bis das Ei nicht mehr als solches zu erkennen ist. Dann die Butter zerlassen und dazu gießen, die Butter darf nicht zu heiß sein. Die Creme fraiche hinzufügen, das Mehl und das Backpulver mischen und sieben und alles ganz schnell zu einem Teig verkneten. Den Teig eine halbe Stunde kalt stellen. Wenn die Kühlzeit vorbei ist, den Teig in 16 Teile teilen. Ich habe die Teigstücke abgewogen, damit sie auch alle gleich sind. Jedes Teigstück dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, ganz leicht andrücken und bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze 20 Minuten auf Sicht backen. Die Backzeit hängt natürlich vom Backofen ab, also schön aufpassen, die sollten nicht zu dunkel werden. Die Pfirsichhälften aus dem Ofen holen und ganz kurz abkühlen lassen, so dass man sie noch anfassen kann. Und dann bei jeder Hälfte die Mitte aushöhlen. Ich habe das mit einem Melonenschneider gemacht, mit diesem Kugelschneider. Es geht aber auch ganz gut mit einem Gemüsemesser oder mit einem Teelöffel und dann lässt man sie vollständig auskühlen. In der Zwischenzeit entsafte ich eine Karotte und eine halbe rote Beete. Ich verwende keine Lebensmittelfarben, aber das kann man natürlich machen. Oder man kann auch schon einen fertigen Saft kaufen. Für die Füllung nehme ich 150 Gramm karamellisierte Kondensmilch. Ich habe sie gekauft, ich habe sie nicht selber gemacht. Dann die Gebäckkrümel und etwas Zitronensaft. Ich vermische einfach alles miteinander und fülle damit meine Pfirsiche. Wie ich das mache, ist sehr gut im Video zu sehen. Dann tunke ich die erst in den Karottensaft und dann in den Rote-Beete-Saft. Und in den Rote-Beete-Saft nicht so doll, ungefähr 1/3 von der ganzen Fläche. Danach wälze ich die im Zucker und lasse sie dann auf einem Kuchengitter trocken werden. Man kann noch eine Mandel oder eine Walnuss in die Mitte geben, also in die Füllung, die dann ein Pfirsichkern darstellen soll. Ich mache das nie. Ihr könnt sie auch mit allen möglichen Sachen füllen, mit Apfelmus, mit Pflaumenmus, mit säuerlichen Marmeladen, mit einer Mascarpone-Creme, mit einer Quarkcreme oder mit einer Buttercreme. Dann müssten die allerdings kalt gestellt werden, weil bei meiner Füllung muss man die nicht kühlen. Bei mir kommen die einfach in eine Blechdose für die Kekse. Ihr müsst sie auch nicht unbedingt im Zucker wälzen, wenn euch das zu viel Zucker ist. Ihr könnt sie mit etwas Puderzucker bestäuben, das würde auch gehen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!